Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollen wir mal einen leckeren Plov kochen. Ich habe schon lange nicht gekocht, also heute ist Zeit dafür. Dazu brauchen wir Fleisch. Ich habe heute Entenbrustfilet genommen. Das sind jetzt ungefähr 800 Gramm, jeweils 400. Man kann in jedem Rewe kaufen das Fleisch oder ich habe schon auch bei Aldi gekauft. Normalerweise koche ich das mit ganzer Ente, aber jetzt kriegt man ja ganze Ente nicht. Dann brauchen wir Reis. Ich habe jetzt hier ungefähr 300 Gramm. Übrigens, ich wollte Ihnen nur sagen, welchen Reis ich benutze. Ich arbeite sehr gern mit diesem Reis hier. Den kann man kaufen in jedem russischen Geschäft oder auch bei den türkischen Geschäften. Man kann natürlich auch einen anderen Reis nehmen, zum Beispiel Basmati oder Parabolit. Jeder, was so jetzt mag. Ich mag lieber diesen Reis hier, weil ich komme besser zurecht damit. Dann brauchen wir 2 Möhren, 2 Zwiebeln, eine Lorbeer, Öl, das sind jetzt 4 Esslöffel, Pfeffer, roter Paprika und schwarzer Pfeffer, ein Teelöffel und ein Esslöffel Salz. Das ist jetzt aber nach Geschmack, wie jetzt wer so würzen will. Ich werde jetzt erstmal den Reis einweichen mit Wasser und dazu tue ich einen Esslöffel Salz. Da wird der nachher sehr besseren Geschmack haben. Das hat mir mal ein Bekannter von mir gesagt, der ist ein guter Koch und dann hat er mir den Tipp gegeben. Deswegen mache ich das auch immer so. So, ich werde das alles so schön vermischen und lasse es so stehen. Ich werde jetzt erstmal alles vorbereiten, die Möhre schneiden, die Zwiebel. Danach muss auch noch das Fleisch angebraten werden und danach werden wir den Reis richtig schön noch waschen. Zuerst werde ich jetzt erstmal das Gemüse schneiden. Ich fange an mit der Zwiebel. Ich schneide sie einfach so in den Würfel. Sie müssen nicht so gleichmäßig sein. Die Zwiebeln sind fertig. Jetzt fange ich mit der Möhre an. Also die Möhre schneide ich auch gerne. Man kann sie natürlich auch reiben, wenn es schneller geht und einfacher, aber ich mag es besser schneiden, weil nachher sieht es in dem Gericht besser aus. Also ich schneide sie einfach jetzt in Streifen. Sie müssen jetzt nicht unbedingt alle gleich sein, ich mache sie einfach so. So genau. So, das Gemüse ist jetzt fertig. Also jetzt werde ich das Fleisch schon mal vorbereiten. Ich schneide sie einfach so jetzt in grobe Würfel. Es muss nicht so fein sein. Was ich jetzt sagen wollte, natürlich kann man den Plov auch mit anderem Fleisch machen. Ich habe schon auch mit Hähnchenfleisch gemacht, mit Hähnchenflügel oder Hähnchenschenkel. Ich habe schon auch mit Putenfleisch gemacht, geht auch, nur Putenfleisch ist etwas trocken. Und Plov mag, wenn es ein bisschen so fettig ist, so fettiges Fleisch, dann schmeckt es besser. Aber kann man auch. Oder auch mit Rindsfleisch. Nur Rindsfleisch braucht sehr ein bisschen länger zu kochen. Deswegen mache ich lieber so mit so ein Fleisch, was schneller gar ist. Aber mit Rindsfleisch ist auch sehr lecker. Also ich habe das Fleisch jetzt vorbereitet, geschnitten. Alles ist soweit vorbereitet. Jetzt fangen wir an zu kochen. So, ich fange jetzt an, das Fleisch anzubraten. Wie ihr seht, ich habe mir dafür heute eine Pfanne genommen, ein bisschen mit dem höheren Rand. Man kann aber auch so einen Alugusttopf nehmen. Aber besser, wenn es so ein bisschen größer ist, damit das Fleisch Platz hat und der Reis braucht auch ein bisschen Platz. Da tut er ein bisschen dann Volumen haben. Also ich tue schon das Öl rein. Die Pfanne ist schon jetzt soweit heiß. Das Fleisch kommt rein und ich werde erstmal das richtig goldbraun auf höchster Stufe anbraten.
So, das Fleisch habe ich jetzt richtig goldbraun angebraten, so ungefähr 5 Minuten von jeder Seite. Jetzt tue ich das so ein bisschen zur Seite, damit es nicht stört. Dann kommen die Zwiebeln rein. Ich werde sie jetzt so ein bisschen glasig andünsten, so ungefähr 1 bis 2 Minuten. Dann kommen die Möhren rein. Jetzt kommen die Karotten rein oder die Möhrchen und die tun wir auch so 2 Minütchen anbraten. Also wir haben jetzt das bisschen so angebraten. Jetzt werde ich das Ganze salzen und würzen und mit dem Wasser so ein bisschen auffüllen. Die Gewürze kommen auch rein. Ich tue jetzt so ungefähr 200 Milliliter Wasser nehmen. Einfach so, bis das so ein bisschen bedeckt alles ist. So, das reicht erstmal. Ich lasse das jetzt aufkochen. Also ich habe jetzt mein Herd jetzt auf Stufe 6 gemacht. Bei mir ist 9. Erstmal lasse ich auf 6. Tue den Deckel so nicht ganz zumachen und lasse das Ganze so erstmal köcheln langsam. Erstmal eine halbe Stunde. Also das Fleisch hat jetzt ungefähr 35 Minuten, war es am Köcheln. Jetzt kommt der Reis rein. Also ich tue das jetzt so löffelweise. Ja, bevor ich ihn rein tue, wollte ich Ihnen sagen, den Reis habe ich sehr gut mit Wasser erstmal gewaschen, ein paar Mal, bis das Wasser klar war. Jetzt tue ich das so langsam rein. So. Jetzt tue ich noch mal Wasser drauf. Also normalerweise sagt man, wir hatten hier 300 Gramm Reis, dann braucht man auch 600 Milliliter Wasser. Aber da war schon etwas Wasser drin, ungefähr 200 Milliliter. Deswegen tue ich jetzt so, der Reis muss auch richtig schön bedeckt sein. Ich hab hier schon 600 Milliliter Wasser. Jetzt gucke ich mal. So, die nehme ich hier aus alle. So, 600 Milliliter habe ich nochmal genommen. Dann kommt jetzt oben drauf Lorbeer. Normalerweise zu den klassischen Plov braucht man auch Knoblauch. Ich tue auch direkt 3 Stück darauf. Dann gibt es so ein bisschen Geschmack. Wer das nicht will, braucht das nicht zu machen. So, ich lasse das jetzt richtig schön aufkochen. So, das ist jetzt am Kochen. Ich werde jetzt mein Herd runterstufen. So, ich mache jetzt auf 3. Tue den Deckel zumachen und lasse das Ganze ganz langsam köcheln, so erstmal für eine halbe Stunde. Also ich schaue jetzt nach meinem Plov. Ich glaube, der ist soweit fertig. Da war jetzt hier genau eine halbe Stunde am Köcheln. Jetzt werde ich den Herd ausschalten und das Ganze anrichten. Den Knoblauch hole ich heraus. Also mein Plov ist jetzt soweit fertig. Ich mache ihn jetzt so. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Appetit.